Ja, hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Courage Skyline Talk. Heute am 6. November 2024. Die USA haben gewählt. Die Ergebnisse liegen vor, schneller als erwartet und deutlicher als erwartet. Der neue Präsident der Vereinigten Staaten ist der neue und alte Präsident Donald Trump. Wie es zu diesem schnellen Wahlergebnis kommen konnte und welche Folgen die Wahl des neuen Präsidenten für Deutschland hat, dazu spreche ich heute mit Andreas Powell. Andreas Powell war viele Jahre CEO der American Chamber of Commerce und ist USA-Experte. Und Andreas, wir haben ja auch häufiger schon dazu gesprochen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, liebe Claudia Böhnert. Andreas, hattest du die Ergebnisse so erwartet? Ja, also da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe über die vergangenen 6 bis 9 Monate eine Vielzahl von USA-Vorträgen gemacht und in diesen Vorträgen habe ich immer darauf hingewiesen, dass aus amerikanischer Sicht tatsächlich die Wahrscheinlichkeit relativ höher ist, dass Donald Trump wieder Präsident wird. Da gibt es im Prinzip auch ein paar Anmerkungen und Indizien dafür. Ja. Die Friedenspreisträgerin im Buchhandel Applebaum hat Mhm. auf die Unzufriedenheit der Menschen, insbesondere auch in Amerika, hingewiesen, die nach einer Lösung dürsten. Und nach einer Lösung dürsten in Amerika ganz insbesondere die Menschen in der Mitte von Amerika, die sogenannten Hillbillies, aber auch die sogenannten Colored Men. Die Kombination aus dem Problem der Bildung, Problem der materiellen Situation und eben der Religiosität ist ein ganz wesentlicher Grund, warum diese Gruppe nach Lösungen und damit nach einem in Anführungsstrichen Erlöser gesucht hat. Das ist die Okay, eine ja, Gruppe. interessant. Ja, Andreas, okay, ich kann es auch nur bestätigen. Ja, ich weiß, du hast das immer gesagt und nicht jeder wollte es hören, denn Deutschland war eigentlich eher pro Harris eingestellt, der größte Teil. Von daher absolut richtig. Es war immer und du hast recht behalten. Andreas, was sind nun die Gründe? Was sind die Gründe für die Wahl von Donald Trump? Gut, es gibt hier tatsächlich nicht nur einen Sieg von Donald Trump, sondern es ist eine sogenannte rote Welle. Und Ja. diese rote Welle geht von Ost nach West und ist ganz besonders in der Mitte. Und es gibt eine Vielzahl von Gründen. Ich will jetzt in ganzer Kürze nur Mhm. 10 Gründe nennen, die aber sehr Mhm. überzeugend sind. Der eine Grund ist, und das wurde immer wieder gesagt, das ist diese enorme Inflation. Wenn der Haushalt um ein Drittel mehr mit Kosten belastet wird, dann haben die Menschen weniger einzukaufen und können ihren Lebensunterhalt nicht mehr bestreiten. Und wenn die Häuser ein Drittel mehr kosten oder die Mieten, dann haben eben die Menschen nicht genügend Geld. It's the economy, stupid. Also das hat sich hier auch wieder bewiesen. Und insofern kann man kurz und bündig sagen, die Prosperität schlägt die Persönlichkeit. Die Persönlichkeit von Harris war hervorragend, empathisch, dynamisch und freundschaftlich, verbindend und alle diese Sachen. Aber die Prosperität zählte ganz besonders. Und dann, Mhm. Claudia, ist es die Energiekosten, die natürlich mit der Inflation zusammenhängen. Und das Thema Drill, Baby, Drill war überzeugender als das, was Harris genannt hat, Spend, Baby, Spend. Niedrigere Benzinkosten sind wichtiger als die sogenannten Green Deal Zukunftsversionen und damit auch verbundenen Kosten. Dann letztendlich war die Invasion von Mexiko nach Amerika ein größeres Problem als die Invasion der Russen in die Ukraine. Die Außenpolitik spielt ja bei den Amerikanern, ganz besonders in der Mitte, keine besondere große Rolle. Und dann gibt es tatsächlich, ob man dafür will oder nicht oder kann oder nicht, die Kriege in der Ukraine, die Kriege in Verbindung mit Gaza und letztendlich auch der Chipkrieg, der Krieg mit China, Ja. sind Themen, die unter Biden und Harris entstanden sind. Das ist die Legacy Biden-Harris. Und last not least kann man nur den wahnsinnig guten Artikel von Herrn Ross in der FAZ nennen. Trump ist ein offener
und sogenannter ehrlicher Lügner. Und er macht keinen Hehl daraus. Und das kommt in irgendeiner Weise bei den Wählern an. Letztlich war es der Trend, der umgekehrte Trend, der ihn sozusagen hier zum Sieg verholfen hat. Ja, interessanter Satz. Aktuell hat Donald Trump bereits 277 Wahlmänner, habe ich gesehen. Ich vermute, es werden mehr. Was denkst du? Ja, also ich glaube, dass man Richtung 300 möglicherweise gehen kann. Aber wichtiger noch ist, er hat ja jetzt sozusagen die Präsidentschaft schon. Fox News waren die ersten, die das ausgerufen haben. Und Ja. damit ist die Präsidentschaft ihm sicher. Aber wesentlich entscheidender ist, dass er durchregieren kann. Er kann Ja, das ist richtig. Es ist einer der mächtigsten Präsidenten, ja, der Neuzeit der USA, ausgestattet mit extrem viel Macht. Genau, die Macht resultiert ja nicht nur daraus, dass er zum Präsidenten in der präsidialen Demokratie gewählt worden ist, sondern Ja. er hat auch den Kongress, also das Repräsentantenhaus, wahrscheinlich, aber ganz besonders sicher schon den Senat sozusagen für sich gewinnen können. Und Ja. da muss man ganz ehrlich sagen, er ist nach 4 Jahren sozusagen Pause während der beiden Harris-Legislaturperiode extrem gut vorbereitet. Die Vorbereitung kann man nachlesen in einem Plan, immer wieder genannt, 2025 im Heritage Foundation. Und da steht ganz besonders drin, wie er aus der Erfahrung der ersten Legislaturperiode schlau geworden ist und um sich herum sogenannte Loyalisten herumschart. Und das sind nicht nur ein paar hundert, das sind Tausende, Zehntausende. Er will 50.000 Officer aus dem sogenannten Deep State in DC freisetzen und will sie ersetzen mit Loyalisten, die auf Niere und Herz geprüft werden durch Questionnaires. Und wer kann da besser sein als jemand, dem die moderne Technologie sozusagen in den Händen steht? Und das ist Elon Musk. Elon Musk wird als sogenannter Minister for Efficiency eingestellt und er wird ihm Trump sozusagen die Loyalisten besorgen, die er gebraucht, um A, die 4 Jahre jetzt durchregieren zu können und B, möglicherweise damit auch weitere 2 mal 4 Jahre für seinen Vizepräsidenten, dem Trump 2.0, nämlich J.D. Vance, vorzubereiten. Müssen wir uns Sorgen machen? Ich meine, er ist ja mit dermaßen viel Macht ausgerüstet. Das kann ja auch mal schnell negativ ausgenutzt werden. Ja, natürlich, das kann negativ werden, dann, wenn dieser klare, autoritäre, autokratische Ansatz, den Trump hier fährt, ins Negative umschlägt. Otto von Habsburg hat immer schon von einem sogenannten positiven Diktator geredet. Das Problem ist, dass es keinen positiven Diktator gibt, denn in dem Augenblick, wenn der Diktator seine Macht und auch nur stellenweise verliert, wird dieser positive Diktator zu einem unberechenbaren, negativen, schlechten und gefährlichen Diktator. Und diese Gefahr ist durchaus gegeben bei Trump auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es genügend Checks and Balances nach wie vor. Und da vertraue ich nach wie vor auch in die Constitution, selbst wenn sie nicht so liberal ist, wie viele sagen. Wichtig wäre in dem Zusammenhang Robert Kagan, The Jungle Grows Back zu lesen, um hier zu wissen, dass Amerika durchaus auch antiliberale Strukturen in der Constitution hat. Ja, was mich jetzt ganz besonders interessieren würde, deine Sicht, was bedeutet das für uns in Deutschland? Wie müssen wir uns jetzt aufstellen, um hier weiterhin gute transatlantische Beziehungen zu pflegen und wirtschaftlich erfolgreich zu sein? Ja, das ist die wesentliche Frage, die uns tatsächlich jetzt herausfordert. Wir haben also enorme Handelsrisiken. Wir sind ja 50% des Bruttosozialprodukts von Deutschland ist exportorientiert. Also sind wir eine der größten Handelsnationen sozusagen der Welt. Und wir werden Ja. von beiden Seiten sozusagen gesandwiched. Einmal von dieser American First Strategie, die natürlich mehr denn je jetzt wieder im Vordergrund steht, und dann von diesem sogenannten Decoupling in Verbindung mit China oder De-Risking, wie Scholz es immer mal wieder
nennt. Und der Handelsminister Leititzer, wenn es der würde, hat jetzt gerade das Buch geschrieben, No Trade is Free. Das heißt so viel wie TTIP haben wir selber vermasselt, die Deutschen vermasselt, die Europäer vermasselt. Es wird auch kein TTIP 2.0 unter Trump geben und damit wird es einen klaren Standortwettbewerb geben, Standortvorteil Amerika gegen Standortnachteil Deutschland. Und da kann man, glaube ich, 5 Themen ganz klar in den Mittelpunkt stellen. Ja. Das eine Thema sind die Steuern. Wenn Trump tatsächlich die Corporate-Steuer auf 15%, er hat sie ja von 34 auf 21 in der ersten Legislaturperiode schon reduziert, auch nochmal auf 15% reduziert und auch die persönliche Steuer angeblich im unteren Bereich 15%, im oberen Bereich auf 30% reduziert, dann ist das ein ganz, ganz klarer steuerlicher Vorteil. Er sagt allerdings, diese steuerlichen Vorteile auf der Corporate-Seite nur für die Unternehmen, die wirklich auch in Deutschland, in Amerika produzieren. Ja. Der zweite Nachteil ist natürlich die sogenannte Zollpolitik, 10-20% gegenüber europäischen Produkten, insbesondere natürlich auch der Automobilindustrie. Und das Deutsche Institut für Wirtschaft hat schon von 150 bis 220 Milliarden an Schaden geredet und einem Einbruch des Wachstums bis 2028 von 1,2%. Und das eben bei im Augenblick quasi Rezession, in der wir temporär sind. Ja, Entschuldigung, Andreas, wenn ich jetzt hier kurz unterbreche. Was wäre dann deine Empfehlung für Deutschland? Sollen wir jetzt auch Zölle erheben? Sollen wir unsere Steuern senken? Was müssen wir als Deutschland? Was können wir tun? Wir müssten auf der einen Seite müssten wir erstarken, wir müssen wirtschaftlich erstarken und wir müssen militärisch erstarken. Und wir müssen natürlich auch eine Antwort haben, eine Antwort auf Augenhöhe gegenüber den Amerikanern und eine Antwort auf Augenhöhe gegen den Amerikanern, gegen diese Zollpolitik, die wir zu erwarten haben, ist eine Vergeltungszollpolitik. Und sobald Trump merkt, dass die Vergeltungszollpolitik möglicherweise ihn und auch damit die amerikanische Wirtschaft und damit die arbeitende Gesellschaft trifft, wird er möglicherweise pragmatisch und dealorientiert, wie er ist, kleiner eingeben und wird sich diese Sache noch einmal überlegen. Also erwachen müssen wir in Deutschland endlich mal, das ist das Positive des Trump-Effekts, und damit müssen wir erstarken, mit der gleichen einheitlichen Stimme reden. Wir müssen weg von dem Einstimmigkeitsprinzip der EU-Parlament zu einem mehrheitlichen Stimmrecht in das EU-Parlament. Ja, ja, sehr guter Punkt. Ich habe eben gehört, Gabriel meinte in dem Briefing der Atlantikbrücke, Deutschland muss wieder eine Lead-Funktion übernehmen, als wichtigstes und größtes Land in Europa und praktisch die Kraft aufbringen, die anderen Länder mit zu begeistern, denn nur als gesammeltes Europa haben wir eine Kraft, wirklich zu erstarken. Siehst du das ähnlich? Das sehe ich natürlich ähnlich. Also Europa muss gemeinsam erstarken, gemeinsam wirtschaftliche und verteidigungsmäßige Pläne aufbauen und muss da eine Führung drin haben. Wo Europa nicht die Führung drin haben sollte, ist ein Thema, was auch ein Nachteil für Deutschland, ein Nachteil für Europa sein wird, nämlich in der Nachhaltigkeit, im ESG-Thema. Wenn der Green Deal, und der wird over sein, der wird zu Ende gehen, Heritage Foundation sagt das schon, das heißt, das Nachhaltigkeitsthema spielt in Amerika keine Rolle mehr. Der sogenannte Inflation Reduction Act wird abgeschafft und durch andere Standortfördermaßnahmen, insbesondere auch in den Bundesstaaten einzeln sozusagen damit ersetzt werden. Das heißt also, die Amerikaner haben einen Standortvorteil, weil sie sich weniger um Nachhaltigkeit kümmern, und wir haben einen enormen Standortnachteil ESG-mäßig, weil wir ideologisch sozusagen verhaftet sind in der ESG-Taxonomie, und das sollten wir uns tunlichst überlegen, wie wir damit in Zukunft operieren und unseren Standortnachteil zu einem dann hoffentlich Standortvorteil wieder ausbauen können. Andreas, ganz herzlichen Dank für deine Zeit.